Hallo und herzlich willkommen zurück bei German Decoded. Ich bin Friedrich, euer Host. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein sehr interessantes, aber auch ein bisschen kompliziertes Thema. Wir sprechen über das deutsche Schulsystem. Vielleicht habt ihr schon gehört, das System in Deutschland ist anders als in den USA, in England oder in vielen anderen Ländern. Viele Leute finden es verwirrend, aber keine Panik, ich erkläre es euch ganz einfach. Wir dekodieren das System zusammen. Fangen wir ganz am Anfang an. Bevor die Schule beginnt, gehen die meisten Kinder in den Kindergarten. Das ist für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Der Kindergarten ist in Deutschland keine Schule. Die Kinder spielen, singen und basteln. Sie lernen Sozialverhalten, aber sie lernen noch kein Lesen oder Schreiben. Der Kindergarten ist auch nicht obligatorisch, also keine Pflicht. Aber fast alle Kinder in Deutschland gehen dorthin. Dann, mit 6 Jahren, beginnt der Ernst des Lebens. Das sagen wir in Deutschland oft als Spaß. Es bedeutet, jetzt beginnt die Pflicht. Die Kinder kommen in die Schule. Die erste Schule heißt Grundschule. Das ist die Schule für alle Kinder. Egal ob klug oder weniger klug, reich oder arm, alle gehen zusammen in die Grundschule. Das dauert normalerweise 4 Jahre, also von Klasse 1 bis Klasse 4. Ein wichtiges Wort hier ist die Schulpflicht. In Deutschland müssen alle Kinder in die Schule gehen. Homeschooling, also Unterricht zu Hause bei den Eltern, ist in Deutschland verboten. Das ist sehr streng. Der erste Schultag in der Grundschule ist ein großes Fest. Die Kinder bekommen eine Schultüte. Das ist eine große Tüte aus Pappe, bunt und schön dekoriert. Darin sind Süßigkeiten, Stifte, Hefte und kleine Geschenke. Das ist eine sehr alte und schöne Tradition. In der Grundschule lernen die Kinder lesen, schreiben, rechnen, ein bisschen Englisch, Sport, Musik und Kunst. In den ersten 2 Jahren gibt es oft noch keine Noten, aber ab der 3. Klasse bekommen die Kinder Noten. Und jetzt müssen wir kurz über die Noten sprechen. Das Notensystem in Deutschland ist nämlich anders als in vielen anderen Ländern. Wir haben Noten von 1 bis 6. Die Note 1 ist sehr gut. Das ist die beste Note, wie ein A in den USA. Die Note 2 ist gut. Die Note 3 ist befriedigend. Das ist okay, der Durchschnitt. Die Note 4 ist ausreichend. Das bedeutet, du hast bestanden, aber es war knapp. Die Note 5 ist mangelhaft. Das bedeutet, du bist durchgefallen. Und die Note 6 ist ungenügend. Das ist die schlechteste Note. Also, merk dir. 1 ist super, 6 ist eine Katastrophe. Nach der 4. Klasse, wenn die Kinder etwa 10 Jahre alt sind, passiert etwas Wichtiges. Das ist der große Unterschied zu anderen Ländern. Nach der Grundschule werden die Kinder getrennt. Sie gehen auf verschiedene Schulen. Das ist oft eine stressige Zeit für Eltern und Kinder. Die Lehrer in der Grundschule schreiben eine Empfehlung. Sie sagen, das Kind ist sehr gut in der Schule, es soll studieren oder das Kind ist besser in praktischen Dingen. Es gibt traditionell 3 Wege. Wir nennen das dreigliedrige Schulsystem. Weg Nummer 1, die Hauptschule. Die Hauptschule geht meistens bis zur 9. oder 10. Klasse. Hier ist der Unterricht sehr praktisch. Die Schüler lernen viel für das Handwerk. Nach der Hauptschule machen die Schüler oft eine Ausbildung. Sie lernen einen Beruf wie Mechaniker, Bäcker oder Handwerker. Weg Nummer 2, die Realschule.
Die Realschule geht bis zur 10. Klasse. Das Niveau ist etwas höher als in der Hauptschule. Man lernt eine zweite Fremdsprache, oft Französisch. Nach der Realschule kann man auch eine Ausbildung machen, aber oft in Bürojobs, bei der Bank oder in der Verwaltung. Man kann nach der Realschule aber auch weitermachen und später studieren. Weg Nummer 3: Das Gymnasium. Das Gymnasium ist für Schüler, die sehr gute Noten haben. Es ist sehr theoretisch und akademisch. Das Gymnasium geht bis zur 12. oder 13. Klasse. Am Ende vom Gymnasium machen die Schüler eine große Prüfung. Diese Prüfung heißt das Abitur. Das Abitur oder kurz das Abi ist sehr wichtig in Deutschland. Wenn du an einer Universität studieren willst, brauchst du fast immer das Abitur. Ohne Abitur ist es schwer, an die Uni zu kommen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Hauptschule für das Handwerk, Realschule für Büro und Verwaltung, Gymnasium für die Universität. Klingt das unfair? Ein bisschen, oder? Ein Kind ist erst 10 Jahre alt und muss schon entscheiden, Uni oder nicht? Viele Leute in Deutschland kritisieren das. Sie sagen, 10 Jahre ist zu früh für diese Entscheidung. Deshalb gibt es heute noch eine 4. Möglichkeit, die Gesamtschule. Die Gesamtschule ist eine Mischung. Hier lernen alle Kinder zusammen, von der 5. bis zur 10. oder 13. Klasse. Man kann dort den Hauptschulabschluss machen, den Realschulabschluss oder auch das Abitur. Alles in einem Haus. Diese Schulform wird immer beliebter, weil die Kinder mehr Zeit haben. Ein typischer Schultag in Deutschland ist auch interessant. Früher war die Schule meistens um 13 Uhr oder 14 Uhr zu Ende. Die Kinder gingen nach Hause zum Mittagessen. Aber das ändert sich. Heute gibt es viele Ganztagsschulen. Da bleiben die Schüler bis 16 Uhr in der Schule, essen dort Mittag und machen ihre Hausaufgaben. Und was passiert, wenn man schlechte Noten hat? Das ist in Deutschland auch speziell. Wenn du im Jahreszeugnis, also im Bericht am Ende vom Jahr, 2 Fünfen hast, dann hast du ein Problem. Du kannst sitzen bleiben. Das heißt, du musst das ganze Jahr wiederholen. Du bleibst in der gleichen Klasse, aber deine Freunde gehen in die nächste Klasse. Das ist natürlich nicht schön für die Schüler, aber es ist ganz normal in Deutschland. Lass uns noch kurz über die Ferien sprechen. Das ist das Lieblingsthema aller Schüler. Das Schuljahr beginnt im Sommer, meistens im August oder September. Dann gibt es Herbstferien, 2 Wochen im Oktober, Weihnachtsferien, 2 Wochen im Dezember oder Januar, Osterferien, 2 Wochen im Frühling und natürlich die großen Sommerferien. Die dauern 6 Wochen. Interessant ist, die Sommerferien sind nicht in ganz Deutschland gleichzeitig. In Deutschland gibt es 16 Bundesländer wie Bayern, Berlin, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundesland hat einen anderen Zeitplan für die Sommerferien. Warum? Damit nicht alle Deutschen gleichzeitig mit dem Auto in den Urlaub fahren. Sonst gibt es zu viel Stau auf der Autobahn. So, das war jetzt viel Information. Atmen wir einmal tief durch. Fassen wir zusammen. In Deutschland beginnt man mit der Grundschule. 4 Jahre. Dann entscheidet man sich für einen Weg. Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule. Wer an die Universität will, braucht das Abitur. Und die beste Note ist die 1. Die schlechteste ist die 6. Es ist ein System mit vielen Regeln und Strukturen. Typisch deutsch, könnte man sagen. Aber es funktioniert und es gibt viele Möglichkeiten. Auch wenn man auf der Hauptschule anfängt, kann man später noch das Abitur machen. Der Weg ist vielleicht länger, aber die Tür ist nicht geschlossen. Das nennt man den zweiten Bildungsweg. Was denkt ihr? Findet ihr das System gut?
Ist es besser, die Kinder früh zu trennen oder sollen alle lange zusammen lernen? In den meisten Ländern lernen Kinder länger zusammen, in Skandinavien zum Beispiel. In Deutschland diskutieren wir oft darüber. Wenn ihr mal nach Deutschland kommt oder hier lebt, werdet ihr diese Begriffe oft hören. Ich habe Abi gemacht oder mein Sohn kommt in die Realschule. Jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Das war Episode 2 von German Decoded. Ich hoffe, ihr habt alles gut verstanden. Wenn nicht, hört den Podcast einfach noch einmal an. Übung macht den Meister. In der nächsten Episode sprechen wir über ein Thema, das alle lieben, das deutsche Essen. Ist es wirklich nur Wurst und Kartoffeln? Lasst euch überraschen. Ich bin Friedrich. Danke fürs Zuhören. Lernt fleißig weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.